Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute mal außerhalb vom Auto. Ihr hattet ja zahlreiche Kommentare unter unser Video mit der guten, netten Jette geschrieben bezüglich dem Audi S5 Video. Und da wollte ich heute mal auf die Kommentare eingehen. Da sind ja zahlreiche Kommentare gewesen. Da dachte ich, schauen wir uns heute mal an, was da alles so drin steht. Eins vorweg, der Audi S5 hat nicht so einen geilen Klang, wie ihr denken könntet. Ist jetzt auch erstmal irrelevant, dass es ein S5 war. Das S5 ist hier auch nicht so super bedeutsam, weil das hatte einfach kein V8 ab Werk, sondern einen 6-Zylinder Kompressormotor und dementsprechend fehlt ihm schon der Wumms. Sportabgasanlage kann man machen, ja, aber komme ich nochmal in den Kommentaren drauf zurück. Unser erster Kommentar ist, dass man beim 3 Liter TFSI natürlich auch die Abgasanlage einfach bearbeiten könnte. Klar, macht auch gegebenenfalls Sinn, wenn man das machen möchte aber halt nicht jeder machen. Weil wenn du eine Sportabgasanlage beim Benziner einbaust, dann hast du ja oft das Problem, dass sie vielleicht zu laut wird, baust du wieder eine Klappenabgasanlage drunter, wird es wieder teuer. Und das ist halt so ein Kompromiss zwischen laut, teuer und gar kein Sound. Und deswegen ist es halt nur ein Alternativprodukt. Also natürlich kann man auch immer entweder eine Kombination machen und man sagt, ich mache lieber eine Abgasanlage beim Benziner rein anstatt Active Sound. Am besten gleich V8 kaufen und keine Klänge aus der Box. Das hören wir leider jeden zweiten Tag. Also klar, man kann sich auch ein V8 kaufen, wenn man 50.000 Kilometer im Jahr fährt, aber ganz ernsthaft, das macht absolut keinen Sinn. Viele haben als Spaßauto ein V8, klar, aber für den Alltag kann nicht jeder sich hier ein V8 anschaffen und selbst wenn, es geht ja nicht darum, den V8-Sound hier irgendwie zu faken, sondern es geht einfach darum, einen Diesel zu fahren oder einen etwas kleineren Motor mit ein bisschen Sound und das ist dann völlig legitim. Hätte ich einen S5 oder allgemein einen Benziner, wäre mein letzter Gedanke eine Active Sound Anlage. Für den Preis kriegt man schon sehr gute AGA. PS an einige Besserwisser, auch Benziner der neuen Generation besitzen einen Lautsprecher im Fahrzeug, die den Motorsound emuliert. Golf 7 GTI. Wer dann eine vernünftige AGA einbaut, lässt sich den Mist im Innenraum gleich deaktivieren. Also den ersten Teil von dem Kommentar haben wir ja eigentlich schon beantwortet. Halt, ja, man kann Abgasanlagen bei dem großen Benziner nachrüsten. Bin ich völlig bei euch. Wenn man aber nicht unbedingt jetzt eine Dauerlärmbelästigung im Ohr haben möchte, dann baut man sich eine Klappenabgasanlage, die ist deutlich teurer, dann ist es kein Vergleich mehr. Und so ist halt ein Kompromiss dazwischen. Und zum zweiten Teil, ja, der Audi S5, wie sehr viele VAG-Fahrzeuge besitzen einen Innenraumaktuator, die innen einen Motorsound faken. Den lassen sich auch gefühlt 80% deaktivieren, weil er absolut unangebracht ist. Aber das ist halt jetzt erstmal nicht so das Thema. Ist der Sound so scheiße bei dem Auto, dass man auf die Idee kommt, einen Lautsprecher einzubauen? Das fand ich schon sehr interessant, wie viele immer sagen, boah, der S5, der hat so einen geilen Sound, macht man noch nicht so einen Active Sound rein. Ich weiß ja nicht, ob ihr jemals einen Audi S5 B8 V6 TFSI mit Kompressor gehört habt. Aber der hat keinen wirklichen Sound. Innen drinnen hört man halt diesen gefakten Sound, diesen Innenraumaktuator und außen ist eigentlich außer dem Schaltkloppen vom DSG, also vom S-Tronic-Getriebe, hört man gar nichts. Deswegen weiß ich nicht, wieso einige auf die Idee kommen, Kommentare zu posten, wo drin steht, wie dumm seid ihr denn beim Audi S5 etwas zu machen, weil der S5 hat von Haus aus nicht wirklich einen sportlichen Klang. Ich habe es und finde es genial. Und wenn man Ruhe braucht, ist es ausschaltbar. Kann man auch nicht so sagen, oder? Ist ja nur Lob. Kann man sogar reinblenden und sagen, ja. Ist so. Ich verstehe mal diesen Shitstorm nicht. Das eine ist, es nicht mögen. Das andere ist, es nicht wollen. Und das dritte ist, was man ganz oft liest, es einfach nur schlecht zu reden und zu verpönen. Verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ihr es nicht haben möchtet, dann hat man es einfach nicht. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann kann man es sich nicht leisten. Dann holt man sich lieber eine günstige Abgasanlage, die dröhnt dir das Haus voll. Und die das einfach haben möchten, die finden das geil. Und das ist auch an sich eine coole Sache. Auch wenn einige jetzt sagen, ja, es hört sich nicht echt an. Es ist schon ziemlich gut gemacht. Man will ja auch nicht jetzt ein V8 faken, sondern wie gesagt, man möchte einfach einen sportlichen Klang für sein Diesel oder für sein untermotorisiertes Fahrzeug haben. Untermotorisiert ist das falsche Wort, sondern für ein Fahrzeug mit kleinerem Motor. Und dann ist es halt okay. Und wenn ihr das nicht mögt, zum Beispiel jetzt in einem Elektrofahrzeug, das irgendwie im verkehrsberuhigten Bereich jetzt hier nicht die Omi überfahren wird, dann ist das schon eine ganz geile Idee. Aber natürlich ist das alles Geschmackssache und ich bin auch völlig einverstanden, wenn man es nicht mag. Aber man muss jetzt nicht unbedingt
nennen oder sonst was. Ja, die Umrüstung hängt davon ab, was für ein Fahrzeug man hat und welche Gegebenheiten. Beispielsweise hat man ein Fahrzeug bereits mit Active Sound ab Werk oder nachgerüstet, dann braucht man nur noch unser Active Sound Gateway, das ist dann relativ günstig, die Umrüstung mit App-Steuerung. Hat man ein Fahrzeug ohne Active Sound System Vorbereitung, dann findet halt eine Komplettnachrüstung vom Komplettset statt. Ist ein bisschen kostspieliger. Für konkrete Angaben könnt ihr gerne unseren Online-Shop besuchen oder uns einfach eine Anfrage schicken. Machen wir euch gerne Angebote, haben auch bundesweit Einbaupartner. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht extra zu uns nach Hamburg fahren, sondern könnt auch einfach einen Kollegen von uns aufsuchen. Das kann mein Golf 7R serienmäßig? Nein. Ein Golf 7R hat kein Active Sound ab Werk, das kann ich euch mit Gewissheit sagen, hat aber eine Klappenabgasanlage ab Werk, wo ihr eventuell unser Klappenmodul interessant finden könntet. Schreibt uns gerne an, wenn ihr so ein Fahrzeug habt. Das war's jetzt auch an den Top-Kommentaren, sage ich mal, die da ausgewählt wurden. Wenn ihr weitere Anregungen habt zu unseren Videos, gerne einfach kommentieren, uns eine Nachricht zukommen lassen, eine E-Mail, wie auch immer. Ist gerne willkommen. Wir freuen uns auf Anregungen, auf Kritik, was man anders machen kann. Schickt es einfach rüber, wir schauen drüber, gucken, ob wir ein Video draus basteln können, machen das gerne für euch und freuen uns. Abonniert unseren Kanal, liked uns, teilt und bis bald. Das wäre mal was, Junge, da knallt dir die Tröte um die Ohren.